So, ja, da ist er wieder und heute geht es in den Weltraum. Ja, ich bin in Euer Solarsystem von der GO, VR Go, und das Ding darf ich auch umsonst runterladen, weil das habe ich mir auch damals auf der VR gekauft. Ja, ich wähle jetzt erstmal meine Sprache aus, das ist Deutsch. So, ich habe das Ding nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Ich mache jetzt mal Untertitel an. Ich weiß nicht, ob das die Sprachausgabe auch in Deutsch ist. Ich meine, ich lasse es jetzt mal aus. So, ich hatte mir damals Titans of Space gekauft und ja, das ist in Englisch. Okay, hätte ich mal die Dings angelassen, die Untertitel. Alles gut, alles gut. Hallo. So, kann ich jetzt erzählen? Gut, jetzt kann ich erzählen. Ich hatte mir damals Titans of Space geholt für die VR und da war ich total begeistert von. Und ich habe dann was Ähnliches gesucht und dann hatte ich mir Euer Solarsystem gekauft, dieses Ding. Kostet übrigens einen Fünfer. Und es ist nicht schlecht, aber es kam an Titans of Space für mich nicht mehr dran. Das ist für mich zurzeit echt das beste Space-Programm. Ich hoffe, dass das auch irgendwann auch kommt für die Quest. Und okay, aber wie gesagt, das Ding ist nicht schlecht. Wir gucken jetzt trotzdem rein und ich glaube, das wird wieder ein Playthrough. Ich glaube, das war auch nicht so lang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und dann schauen wir uns mal das Tutorial an. Also das kann ich gut lesen, das ist scharf. Hier, der Weltraum sieht auch gut aus. Und da kann ich echt nicht meckern. Okay, so, und soll ich da drauf zielen? Ich muss nicht drücken. So. So, Touchpad ist ja der Trigger. Ja, okay. Soll ich jetzt drücken? Genau, ich muss drücken. So. Buttons, Einleitung, Halle. Beantworten Sie diese Wissen. Da kam es ein Wissensquiz. Entsperren und sammeln Sie diverse Raumsonden über Quizbonus, Spiele, Sprache einstellen, Untertitel umschalten. So, ich mache jetzt mal eben. Hallo? Achso, ich komme da gar nicht rein. Jo, machen wir. So, ich würde die Untertitel gerne wieder einschalten. So. Wir gehen dann nochmal. Rahmen, wieso Rahmen? Das sind Einstellungen, ne? Okay. Egal. So, dann machen wir Untertitel jetzt nochmal an. So. Okay. So. Die meisten Objekte in diesem Punkt werden nicht in wahren Proportionen angezeigt, basierend auf der Erfüllung von Spielen. Okay. So, das ist jetzt unser Sonnensystem, ne? Das sieht okay aus. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten zum Sonnensystem. Und da haben wir noch das Quiz. So, das ist das Menü, das in der Mitte. Ich drehe mich mal einmal um. Wir schauen mal einmal so ein bisschen da drum. Da ist der, was ist das, der Saturn, ne? Ich meine, ja. Und ja, es ist okay, ne? Das ist, glaube ich, der Jupiter, ne? Der Gasmond. Ne, das ist der Saturn, ne? Hallo? Ich weiß das nicht. Das ist Neptun, ne? Da hinten ist Pluto. Okay, so, wir gehen jetzt mal die Dinger durch. Es kann sein, dass es ein Playthrough wird. Ich weiß es nicht, aber schauen wir mal. So, dann gucken wir uns das jetzt an. Stehe ich noch richtig? So, die Bildung vom Sonnensystem. Rising from the east of horizon every morning. Das ist ganz schön nah an den Augen. Darkness, bringing warmth to the earth, illuminating billions of years as one day. So, das ist der Merkur. Das ist nicht die Sonne, oder? Nein, steht da Merkur. Der Merkur ist der kleine noch, ne? Alles gut. So, das ist von der Optik okay. Our solar system is a celestial system, surrounded by the sun, compositing from the 8 planets, lots of small satellites, dwarf planets, and billions of small astronomical objects. So, ich kann jetzt hier nicht viel machen, ich kann nur gucken. Ja, also ich kann jetzt hier nicht interaktiv eingreifen, so wie es aussieht. How did the solar system form? Press the button. Let's start today's exploration. So, ja, jetzt muss ich praktisch auf den Knopf da drücken und dann geht die Geschichte, sage ich jetzt mal, weiter, wird es weiter erklärt. Also da dreht sich jetzt die Erde, das sieht echt cool aus. Das ist der Mars, das ist, glaube ich, unser Mond, ne? Steht jetzt leider nichts dabei. Aber das hat schon was. Ne? Aber wie gesagt, Titans of Space finde ich einfach geiler, Leute. Ich hoffe, das kommt bald. So, weiter geht's. Es macht mir auch diesmal nichts aus, hier mitten in der Luft zu stehen. Das wundert mich eigentlich. There is a molecular cloud several times larger than our current solar system, composed of hydrogen and small amounts of oxygen.
So. Ja, ich folge dem Ganzen wieder nicht so wirklich, ne? Gathered in the nebula, rotating at a tardy speed. About 4.6 billion years ago, there was a supernova that exploded near the huge nebula. Ja gut, die Frage ist immer, woher wissen die Leute das, ne? Ja? Das sind ja eigentlich alles nur Vermutungen, ne? Also das kann ja keiner wirklich wissen, wie das alles entstanden ist. Also das kann mir ja keiner erzählen. Due to the influence of gravity, the center of the nebula began to collapse and shrink. Interstellar materials were attracted to the center of the nebula constantly. So, der Nebel sieht jetzt nicht so super aus, muss ich Lots of sagen. interstellar dust were attracted to the center of the nebula, accelerating the collapse. The appearance of nebula transferred to a disk shape, which is called the protoplanetary disk. Aber es wird echt gut erklärt, ne? Also, After absorbing for tens of millions of years, a huge bright spot appeared in the center of the protoplanetary disk, the protostar, the luminous highlight of the early sun. so, das wird dann also unsere Sonne, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist jetzt cool, ja, jetzt wo die Steine so um mich herum fliegen. Ja, leider geht das dann auch direkt wieder weg. So, hier sind jetzt so diese Steine um mich rum und so, ne? Die jetzt um diese Sonne hier fliegen. Das sieht auch wieder gut aus, das gefällt mir. Converting all materials into gases. The metals and minerals with the distance about 8 million kilometers from the protostar, which have lower temperature, can solidify and not be absorbed by the original sun. Farther from the original sun, the temperature was much colder. Water, ja, ist jetzt viel Schule, ne? Könnte noch was lernen hier bei mir. So, ich nehme mal an, das ist jetzt die Umlaufbahn, ne? Die erste, die jetzt kommt. The solar system was gradually formed. After colliding and merging, the interstellar dust rotating around the protostar became the prototype of the planets, the planetesimals. Aha. Das sind aber ein paar mehr wie bei uns, ne? Von den Planeten. Die sind dann verschmolzen, dann wurden das aus 2 Planeten oder ein und so weiter. Ja, und irgendwo da ist jetzt unsere Erde, ne? Oder auch nicht. So. There's a protoplanetary nearby the frost line. Spent only 3 million years to bond a giant planet, Jupiter. So, da ist the jetzt enormous Jupiter. Gravity of Jupiter, as a super vacuum cleaner of the solar system, absorbed the gases and the universal materials orbiting around it. Jupiter became So, the biggest planet in the solar system. So, The formation Jupiter of ist der Saturn, größte. Uranus, and Neptune were similar to Jupiter. After absorbing enough materials around the orbit, these planets became the siblings of the solar system. Jetzt wirkt die Größe. Also da wirkt die Größe jetzt nicht mehr so, ne? Wenn das jetzt so vom Weiten ist. Interstellar materials for more than 50 million years continuously. Heating by collapse of gravity, finally illuminated by the reaction of the internal nuclear fusion, transformed to the sun we know today. The gases and frozen materials nearby the sun diffused outward. Also es wird wirklich sehr viel erzählt und auch erklärt. Das finde ich schon gut. Klar ist das jetzt langweilig für euch hier zum Zugucken, das ist mir schon, bin ich mir schon bewusst. Aber gut, es ist ja auch eine App, die euch was lernen will, ne? Und dann habe ich bei dem anderen Ding hier auf der Quest vermisst. Was war das nochmal? Ist auch zurzeit mein... Das sieht auch gut aus. Gefällt mir. Ist zurzeit noch mein erfolgreichstes Video bei mir auf dem Channel. Wie ist das Ding nochmal? Irgendwas mit Solar, ich weiß gar nicht. Ach, Starchart, ne? Genau. Da ist unsere Erde. Jetzt habe ich ja nicht aufgepasst, wo ich hier gequatscht habe. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Erde entstanden ist. Ganz toll. Ich kann ja noch mal reingucken nachher, ne? Ja, auf jeden Fall, der Starchart fand ich nicht so toll, weil da wurde mir irgendwie zu wenig erklärt, ne? So. Jetzt ging es kurz in die Knie. Jetzt ging das gerade ganz kurz in die Knie, wo das so weggegangen ist hier. The wonders of the universe are waiting to be discovered. So,
Jetzt habe ich alles aufgepasst, nur nicht wie die Erde entstanden ist. Ganz toll. Ich bin auch ein Depp. Press the button to end the exploration So, of das today's war dann journey. praktisch die erste Erkundungsreise. So ist unser Sonnensystem entstanden. Ja. Aber das ist optisch schon okay. Also es flimmert nicht. Es sieht echt gut aus. So, danke fürs Zuschauen. Ja, bitte. So. Das ist so ein Nebel, ne? Der dreht sich hier so unter mir. Okay. So. Unser Sonnensystem. Ja, das haben wir jetzt geschaut. Die Bildung. Und jetzt kommen wir Erde und Mond. Das schauen wir uns dann auch noch an, ne? Würde ich doch sagen. Machen wir doch glatt. Okay. So. Ja, den Mond sollte jeder kennen. Welcome to our solar system. Ja, da. So. Now you can turn your head or body to look around. Aha. So, jetzt soll ich mich umdrehen und mal schauen. The blazing fireball is Hallo? the sun, which is the center of the solar system. Ja, wenn ich mich umdrehe, dann geht die Schrift aber nicht mit, Kollege. Earth. Dann kann ich das nicht lesen. Ich drehe mich jetzt mal nicht um. Ich drehe mich jetzt erstmal um, wenn das... Achso, ich komme jetzt wahrscheinlich in die Mitte, ne? Seht ihr das? Aha. Are you ready for today's exploration? Press the button and let's go. So, wenn ich da... Ich drücke jetzt noch nicht auf den Knopf. Jetzt haben wir da zwei Sachen. Guck mal, Ziel Erde. Ah, da kann ich aber nichts machen, ne? Ich kann jetzt nur... ich drücke da jetzt mal nicht drauf. So, jetzt kann ich mich einmal umdrehen. Jetzt ist mein Tracking einmal weg. Es muss ja einmal weggehen. Das kennt ihr schon von mir, ne? Weil einmal muss es ja ausgehen. Ist ja sonst langweilig. Da ist ein Planet, der Jupiter und so. Ich schaue mir mal einmal die Erde an. Ich versuche da mal hinzulaufen. Das geht. So, wenn ich jetzt aus dem Bild bin, ist das so. Das sieht schon cool aus. Also man mag das irgendwie anfassen. Geht aber nicht. Also ist auch gestochen scharf. Also wirklich sehr gut sieht das aus. Oh, was war das? Der Saturn? Das ist gar nicht blau, der Saturn. Wie kam ich denn drauf, dass der Saturn blau ist? Weiß ich nicht. Ist egal. So, dann würde ich sagen, ab dafür. So, los geht's. Was war das? Wow. About 150 million kilometers from the sun, the Earth, with moderate temperature for liquid water. Ja, das ist ja okay mit den Earth to mäßigen life. Temperaturen hier bei uns, ne? Auf jeden Fall. So, ist ziemlich dunkel. Ich kann jetzt nicht so viel erkennen. Das ist unsere Milchstraße, wie heißt The das denn? moon is the only natural satellite of the Earth, revolving from west to east around the Earth. So, theoretisch, wenn ich ja jetzt einen größeren Raum hätte, könnte ich da jetzt hinlaufen, ne? Humans launched lots of satellites, Ich jetzt flying laufen? around the Ne? Earth Seht ihr? Das 24 bleibt alles hours stehen, ne? uninterrupted, gathering information, transmitting information, and predicting weather. Aber der Mond ist schon ziemlich klein gegenüber der Erde, ne? Das muss man sagen. Also die Proportion kommt gut rüber. So, Global Positioning System, GPS, networking with 24 artificial satellites, provides accurate positioning, speed detection, and standard time on Earth. so, das ist seit 1995, das wusste ich auch nicht. Das GPS. The International Space Station, also known as ISS, is a space laboratory that Ja, can den accommodate gibt up es ja to nochmal als 6 eigene App astronauts. für die Quest, ne? Die ISS. Die ist sogar umsonst, auch sehr gut, auch bei mir auf dem Kanal. Ne? ISS Könnt ihr euch flying anschauen. around the Earth at the speed of 28,000 kilometers per hour, circling the Earth in about 90 minutes. Ja, 28.000 km/h ist schon eine Nummer, ne? Sieht aber auch gut aus. Also das flimmert auch nicht gut. Das ist jetzt nicht super The detailliert, main muss man auch function of dazu the sagen. ISS Aber es sieht is cool aus. providing astronauts with a place to live short term to conduct research in microgravity environment, such as biology, physics, astronomy, geography, meteorology, and related experiments. Nur irgendwie erzählt er nichts über den Mond. Ne? Das war doch jetzt Erde und Mond. Oder habe ich da was missverstanden? Press the button. Let's have a look at the moon. Ah, er hat mich verstanden, seht ihr? Er hat mich verstanden. So, da ist jetzt der Mond. Jetzt gehe ich jetzt auch noch mal ein Stückchen vor. Die gucken wir uns auch noch mal von vorne an. Das mache ich gerne, ne? Also so Sachen, also das ist auch cool. Also die Struktur kann ich da echt drauf erkennen, ne? Das ist schon cool. Ja, okay. So, auf geht's zum Mond. Mal gucken, wie wir da hinfliegen. Ob er das einblendet. Oh, oh, oh. Jetzt kriege ich wieder leichte Knie. The moon is the only natural satellite of the Earth. Also das Ding gefällt mir echt besser wie Starship, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ein Go-Dingen. Und kosten 5er, Leute. Ehrlich. Shines on the lunar surface and reflects to the Earth.
because the moon's rotation period is almost identical with the revolution time. So we can only ever see the same side of the moon facing the Earth. Wusste ich auch noch nicht. Aber okay, von hier unten sieht der eh immer gleich aus. Ne? Es ist relativ egal. Follow the Chang'e 3 landing on the moon. Also das sieht jetzt cool aus. Also das sind so Perspektiven, die finde ich echt geil. Ja. Wow. Ja Leute, jetzt kriege ich doch wieder ein bisschen weiche Knie hier. Weil der ziemlich groß ist. Das wäre jetzt besser im Sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das Ding echt schlechter in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mir einmal die Beine ein bisschen anders tun, sonst falle ich gleich um hier. Leute, ehrlich. Das ist schon groß, also das ist riesengroß. Ja, komm, ist gut. Hallo? So. Und das sieht auch gut aus. Also wieder ist alles gestochen scharf. Leute, wir landen, ne? Das ist ja mal cool. Das ist richtig cool gemacht. So, jetzt komme ich mir vor wie so ein Zwerg. So. Ja, und das sieht, selbst das sieht besser aus wie Starshard, ehrlich. Ja. So. Hier kann ich mich, glaube ich, nicht frei bewegen. Ich kann, glaube ich, gleich nur über diese Punkte kann ich da ein bisschen mich hier bewegen. Equipped with a high-resolution panoramic camera, Ciao. infrared imaging spectrometer, X-ray spectrometer. Ich weiß, ihr wollt das lesen, jetzt habe ich wieder weggeguckt. Sorry. The main task is to investigate the topography and geological So, da construction ist das of the Auto, lunar da geht es surface wahrscheinlich wieder zurück and to ins analyze the lunar Weltall. surface elements. Jo. So. In 1969, da US sind dann Apollo so- 11 guck mal. spacecraft successfully Das ist achieved jetzt the first zwar gut zu manned lesen, lunar aber das Bild landing ist mission. nicht so schön. Ist ein bisschen Astronaut verwaschen. Armstrong Ja, once aber famously gut, said, meckern auf hohem Niveau, oder wie heißt das? "That's one small step for man, one giant leap for Die Mission mankind." ist es, The moon is so far the only success we humans have set foot on the ground outside of Earth. So. There are more unknowns waiting for us to explore further. Aha, das bin ich, aber da kann ich jetzt nicht mit anfangen. Basalt, alles gut. Ich gehe morgen mal gucken, ob ich den so kaufen kann. So, das war dann auch schon das zweite, wenn ich jetzt rausgehe. So, sonst können wir nichts gucken. Das ist die Erde. Aber das ist schon cool. Also ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir optisch echt ein bisschen besser wie Starshard. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ja. Das ist echt, also nur man kann die halt nicht sich frei bewegen. Bei Starshard konnte man so ein bisschen laufen, ne? Okay. So, das war die zweite Runde. Ich sage ja, das könnte ein Playthrough werden. Danke fürs Zuschauen. Jo. So, das war dann das zweite von 5. Inneres Sonnensystem, äußeres Sonnensystem und Vergleich des Sonnensystems. Okay, ich glaube, das war ein bisschen so mehr wie Titans of Space, dieses Vergleich. Okay, so, inneres Sonnensystem und ab dafür. Jetzt fliegen wir gleich wieder durch die Planeten und dann kriege ich wieder hier weiche Knie, ne? So, das ist die Sonne. Ja, das startet immer mit unserem, wie heißt das hier, Planetarium-Gedöne hier. Ich weiß nicht, wie heißt das. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? The inner solar system, ranging from the sun to the asteroid belt. Including 4 planets. So, dann geht es jetzt um den Merkur, die Venus, die Erde und den Mars. Das ist dann das innere Ding. Der Mars ist, glaube ich, das nächste Ding, wo wir leben könnten. Ne? Machen wir. So, kommt wieder was zum Nachgucken? Ja, da kommt wieder was zum Nachgucken. Was ist denn das? Merkur. Ziel ist jetzt der Merkur. Ich guck mal wieder. Der sieht aber fast aus wie der Mond. Ne? Nicht mehr ganz so die Strukturen, aber die sieht ähnlich aus wie der Mond. Gut, ich hab wieder. Ne? So, und auf zum Merkur. Oh, komm, ey, fahr da schnell hin. Oder blendet er aus? Er blendet aus. So, das geht jetzt wieder. Das kriege ich keine Knie, aber bei dem Mond vorhin habe ich echt ein bisschen die weichen Knie. Der ist am nächsten zur Sonne. Da ist ein bisschen warm. Ja. If we want to observe Mercury on Earth, you can only have a chance to see it in the early morning or evening, when the sunlight is weak. Okay. The surface of Mercury has many craters, which is very similar Habe ich doch to gesagt, the moon. ne? Sieht aus wie der Mond. Wie habe ich das denn gemacht? Ach so, das zeigt er jetzt an. Die Messung der Sonne kam 2011 in Press the button. Let's look on the surface of Mercury.
So, jetzt drücke ich einen Knopf. Aha, da. Und dann geht es... Jetzt fliegen wir dahin, ne? Mit dieser kleinen Sonde da. Ich wusste es, ich wusste es. Aha, so. There is almost no atmosphere on Mercury's Also hier ist es langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. So the temperature difference between day and night is very severe. Aha. Wie The warm ist side es denn hier? facing the sun can be up to 430 430 Grad, das ist doch... da haue ich mich doch hier in den Liegestuhl hin, ne? Minus 180? Mercury's Ja, diurnal gut. temperature is overwhelming in the solar system. Aha. So, gut. Press the button. We will go to the next planet. Ja, gleich, wir gucken erstmal. Es gibt keine saisonalen Veränderungen in Mercury. Wegen des niedrigen Gravitation gibt es fast keine Atmosphäre hier. Haben wir da? Das Aussehen, ja, ist wie der Mond, habe ich ja gesagt, ne? Und hier geht das Bild sogar, ne? Das Bild hier finde ich besser wie das da auf dem Mond. Okay. Bis zu 430 Grad, Leute, und minus 180, was ist denn das? Okay, ich würde sagen, hier möchte ich nicht wohnen. Ach, ich kann wieder was gucken von vorne. Guck mal, hier ist die Venus. Und die sieht auch gut aus, ne? War das nicht mit Gas? Nee, ne? Doch, ich glaube, die Venus war dieser Gasplanet, ne? Ab dafür. Ich habe das echt viel, viel schlechter in Erinnerung. Hallo, warum ist das so schief? Ah. So. Venus, the second planet closest to the sun. Da ist wieder irgendeine Sonde, ne? Venus rotates from east to west, which is in contrast to all the other planets in the solar system. The size and structure of Venus is similar to Earth. Aha. It is also known as the sister planet of Earth, but Venus is not suitable for humans to live. Dumm gelaufen. Ich würde mal sagen, auch wahrscheinlich zu Press warm. the Ne? button. Let's land on Venus. So, da ist wieder eine Sonde, ne? Von 1990 bis 1994 wurde die Venus damit erforscht. Also das Einzige, was ein bisschen auf Dauer nervt, ist diese Musik, ne? Also die ist ja immer gleich. Also die, hallo, das kam jetzt aus meinem Auge, diese Sonde. So, hallo, lass uns The landen. atmospheric concentrations of Venus is 90 times that of Earth, Aha. composed mainly of carbon dioxide. Due to the severe greenhouse effect, Heißeste Planet. Hier Venus stehe ich jetzt in became der the Luft, hottest das finde ich planet jetzt in the nicht so solar toll. system. Whether it is day or night, the surface temperature of Venus is always Okay. up to 400 degrees Celsius. Und das ist doch, ja, ist ein bisschen kühler als hier auf dem, was war das gerade? Schon wieder vergessen, ne? Because of the extremely Oh. high temperature, there's no rain on Venus. Aha. Hier regnet es nie. Das ist ein Vorteil, ne? Press the button. We will go Okay, to the next so, ich schau mal planet. einmal. Also das hier mit dem Gewitter und so, das ist schon cool. Also das hat was. So, da könnt ihr nochmal gucken. Kohlendioxid, schwere Treibhauseffekte. So, das ist das Erde, das kennen wir, ne? So, die Hauptarten der Vulkane sind Schildvulkane, okay. Aha. Ein Tag verweilt als ein Jahr auf der Venus. Wow. Das habe ich eh nie gerafft mit diesen ganzen Drehen und mit den, ein Tag ist da ein Jahr und was weiß ich, das macht mich rammdösig. So, wir schauen einmal die Erde. Auch die sieht sehr gut aus. Die sollte jetzt also wirklich jeder von euch kennen. Also wer den nicht kennt, der hat dann irgendwas verpasst im Leben, ehrlich. So. Wow, wir fliegen wieder, ne? Das ist echt, also das geht so ganz kurz in den Magen und in die Knie. This beautiful blue planet in front of us is Earth, the largest planet we introduced today. So. The moon revolves around our Earth. It is the only natural satellite of Earth. Ja, das hatten wir doch vorhin schon einmal separat, ne? Our Earth is unique, in a moderate position, with comfortable lighting and temperature. Entschuldigung. Enough atmosphere to block the lethal Oh, meine Füße ultraviolet schlafen rays. langsam ein, weil ich hier nur With these rumstehe und perfect nichts mache. conditions, Earth can nurture all things and has become the only suitable planet for creatures to live in our solar system. So, landen wir da jetzt auch? Da bin ich mal gespannt, wo. Now, we are going to the next planet. Was soll das denn? Wieso lande ich denn jetzt nicht auf der Erde? Auf den anderen Press the Dingern? button. Let's go to Mars. Den anderen Planeten darf ich landen und auf der Erde nicht. Was soll denn das jetzt? Gut, jetzt gucken wir uns den Mars an. Das ist ja dieser rote, ne? Aber das ist doch nicht rot, ne? Das ist rot nicht, ist okay.
Da sehen wir gleich bestimmt diesen Mars Rover, da gehe ich jetzt mal fast von aus. Zack. Ja, Mars ist ja auch, in VR gibt es ja so viele Mars-Geschichten und Mars-Dinge, ne? To compare with all other planets in our solar system, the geological and climatic conditions of Mars are closest to Earth, so it is also the most carefully explored planet within our solar system. Ja, der ist also am erdähnlichsten, der Mars, und da ranken sich ja auch dann so Gerüchte, dass wir da irgendwann eventuell mal leben können. Und, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, dass da je mal irgendwie so eine Kolonie aufgebaut wird. Ich meine, irgendwann wird sich da mal irgendwie einer mal hinbegeben. Schon wieder aus meinem Auge gekommen, ey Leute. Und ja, da gibt ja diesen Mark Warney-Film, wie heißt das da? Und das wird auch irgendwann kommen, sowas. Hey, hier fährt man rum, das ist cool. Und ich bin mal gespannt, ob ich das echt noch erleben darf, wenn die ersten Menschen so auf dem Mars rumlaufen. Scientists found that surface soil on Mars contained abundant water years ago, which means Mars still has enough water resources. Also hier könnte noch Wasser sein, wird vermutet. We all know that water is the source of all life. Ja. It gave birth to Earth. Can we find the evidence of the existence of life on Mars? So far, scientists are still trying to find out. Das wäre echt so ein Knaller, wenn da mal sowas plötzlich mal, wenn die das wirklich mal finden würden, so Leben auf dem Mars. Also das würde ich echt gerne noch erleben, Leute, ehrlich. Was ist das? Press the button to end today's exploration. So, das war dann auch die nächste Reise. So, da ist der Mars Rover. Ich habe es mir gedacht, da ist er. Ich kann aber leider nicht dahin. Da kann ich dahin, wenn ich da drücke. Nee. So, was haben wir da noch? Dann kommt dann wieder Revolution 647. 24 Tage der Erde, 39 Minuten, doppelt so viel wie... Das verstehe ich alles nicht so ganz wirklich. Okay. So. Aber so ungemütlich sieht das hier gar nicht aus, Leute. Klar, jetzt die Öde, hier ist nichts los, aber okay. So. Zack. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Da. Danke fürs Zuschauen und das war dann die Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon stehe und wieder hier rumquassel. Okay, dann machen wir das Äußere dann natürlich auch noch. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder das große Ganze, wird wieder erzählt, ne? Genau. Asteroid Belt. Also die Schrift könnte so ein Stückchen weiter nach da hinten sein. Kann man es besser lesen. Okay, ich kann ja einen Schritt zurückgehen, ne? So. Ja, so wäre besser, aber dann ist es nicht mehr ganz scharf. Today we will explore the outer solar system. It includes Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. War das mit der Venus jetzt mit dem Gas? Nee, ne? Press the button. Ach, der Jupiter ist. Der Jupiter ist der Gasplanet, ne? Da ist der Jupiter, das ist der Gasplanet, da bin ich mir relativ sicher jetzt. Der sieht jetzt nicht ganz so scharf aus. Nee, der sieht nicht ganz so. Aber vielleicht, weil das ja gasförmig ist, ist der jetzt leicht verwaschen. Die haben sich schon was dabei gedacht? So, auf geht's. Und das war bei Titans of Space einfach geiler. Da wurde da so hingefahren zu dem Planeten. Das war echt genial. Also ich hoffe wirklich, dass das Ding bald irgendwann mal kommt. So, das ist der größte und schwerste Planet. Jupiter has enormous gravity, which can attract or bounce the asteroids and comets around its orbit. So, dafür, dass er der größte Planet ist, sieht er ziemlich klein aus. Gravitational influence, Jupiter has the most amount of natural satellites. Ganymede is the largest moon of the solar system. So, das finde ich jetzt wieder cool, wenn die so vor allem so rumfliegen. Jupiter's surface has very strong storms and turbulence. There is a peculiar atmospheric phenomena on Jupiter's surface. Also der rote Fleck da, der ist sogar dieser hier. Its volume is even bigger than that of da seht ihr das our sogar. Earth. Guck mal, das ist doch cool. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das ist unsere Erde. Next stop, we will go to Saturn. Warum darf ich auf dem nicht landen? Habt ihr noch keine Fotos von, ne? So, und das ist unsere... Hallo, jetzt ist das weg. Warum? Schade. Aber ihr habt es gesehen, ne? So. Das sieht wieder cool aus. So. Gucken wir auch nochmal den Saturn.
Da kann ich aber nicht so, nee. Aber sieht auch, also ich finde, ich mag das hier immer so nah dran gehen in VR-Sachen, ehrlich. Zack. Hallo? Da ist der Planet. So. Da ist der Saturn. Ja, der ist ja auch berühmt wegen seinem Ring, ne? Den kennt fast auch jeder, den Saturn. Saturn's ring system is the most impressive landscape of the solar Da sage ich ja, der Ring, ne? Der Durchmesser der Saturn beträgt etwa 21 Mal der Erde. Das sieht jetzt auch richtig gut aus. Ja. Aber das blendet immer so schnell wieder aus, Leute. Okay. Wow. Hallo. Also das könnte für VR noch ein Problem darstellen, wenn hier diese Steine auf einen zukommen. Ja, dann besser so gucken. Ist aber cool gemacht. Hatte ich jetzt aber kein Problem mit. Titel, the largest moon of Saturn, is the only satellite which has thick atmosphere in our solar system. So. According to scientists' speculation, life may have existed on Titan, but it would be totally different than the type of life that Das wusste ich exists auch noch on nicht. Earth. Press the button. We set out to Uranus now. So. Ja, da sind ein bisschen wenig Infos zu den äußeren Planeten, finde ich jetzt, ne? Auf geht's, Uranus. The beautiful light blue planet is Uranus. Uranus is the coldest planet in our solar system. Most of the Also nichts für materials mich. are frozen into ice. So Uranus and Neptune are called the ice giants. Uranus's rotation manner is very different from the other planets of the solar system, lying in a horizontal position, revolving around the sun, just like a rolling ball. Aha. So. Next stop. Let's go to Ja, und das Neptune. sind dann halt so, da fehlen mir jetzt echt so ein paar Infos, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, Neptune, ne? the farthest planet from the sun. Neptune is extremely cold. The surface temperature of Neptune can be as low as minus 200 degrees Da Celsius. muss ich mich dick anziehen, wenn ich da mal hinfahre. Oder Due to fliege, the ne? impact of extreme climate, the atmosphere of Neptune has the strongest storms in the solar system. Let's fly into Neptune's atmosphere to experience the power of the storm. Aha. Okay. Da gibt es jetzt nochmal wieder was. So, das The ist wind jetzt der speed of Sturm. Neptune can be up to more than 2,000 kilometers per hour. Das ist eine Nummer, It is ne? much faster than most jet planes. Ja, aber das, We still have a okay, little das, time. Let's take a look at the edge of the solar system. okay. Also das fand ich jetzt nicht so den Kracher mit diesem Wind, This ne? is Pluto. It was originally called a planet, but because Pluto's volume is too small, Ach it ja. left the ranks of the Ach ja, nine der darf ja planets nicht mehr, ne? Da war ja to be mal was, called ne? a Der zählte dwarf mal planet dazu und by dann wurde der astronomy ja experts in 2006. degradiert, ne? Tja, Pluto. Charon is the largest moon of Pluto. It is about half the diameter of it. Because of the gravitational influence, both from Pluto and Charon, they will revolve around each other. Scientists call this operating system the double dwarf planet system. Today, we introduced Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto in the outer solar system. Which one impressed you the most? Press the So. button to finish today's exploration. Okay, so drücke ich natürlich. So, und was mich hier echt so ein bisschen also an dem Ding gestört hat, das ist, das Größenverhältnis kommt teilweise nicht rüber. Ne? Also wie groß ist der Pluto zur Erde oder der Neptun zur Erde? Dass da so die Erde nochmal daneben dargestellt wird, weil dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann. Und das war halt auch das Thema von Titans of Space, deswegen heißt das so. Da geht es darum, dass die Planeten immer größer werden. Da werden sogar nachher Planeten erklärt, da habt ihr noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Und gut, das letzte machen wir jetzt natürlich auch noch. Ich glaube, das ist so ähnlich
wie Titans of Space. Irgendwas war da. Ich habe da noch irgendwas in Erinnerung. Because of the difference in the distance from the sun, the appearance and internal structure of the 8 planets are totally different. In accordance with the characteristics of the internal structure of the planets, scientists classified 8 planets as 3 types: Earth-like planets, gas giants, and ice giants. Today, we are going to explore the planets' families and find out the differences between each other. Das war, glaube ich, doch nicht viel. Press the button to start today's exploration. So. Ja, und hier seht ihr jetzt zum Beispiel die großen Unterschiede. Ne? Und das haben die vorhin nicht so gezeigt. Ich sage jetzt mal hier Erde und Uranus. Das wusste man gar nicht. Oder hier gegenüber Saturn, wie groß der Unterschied ist. Ne? Und das habe ich so ein bisschen vermisst. So. Earth-like planets formed with extremely high temperature resulted in volatile substances barely able to remain here, except the substances with high melting points, such as iron, nickel, and aluminum silicate stone could survive. After colliding and merging, Wo das schon lustig ist, ne? Die sind ja gar nicht so weit auseinander, jetzt, ich sage mal, in der Optik hier. Das sind natürlich schon ein paar Millionen Kilometer, aber man kann da nicht leben, ne? Also das bisschen Abstand zur Sonne hin und her hat das echt beeinflusst. Und the Earth can be divided into 4 main components. The outermost layer is the atmosphere, composed of gases. Underneath the atmosphere is the crust. Ach so, jetzt erklärt er nochmal die Planeten so von innen. Rocks and minerals. The crust is the major activity area for all creatures on Earth. Ja, ist auch besser, ne? Also da drin wäre ein bisschen warm, ein bisschen hart und so weiter. Nee, ist gar nicht hart in der Mitte, ne? Da wird doch so Lava und so, ne? Genau, ja, ja. Ein bisschen warm. Nickel and other metals. Press the button. Let's take a look at the gas giants. Okay, ab zu den Gasriesen. Brauche ich gar nicht drücken. Ich kann auch drücken, geht schneller, ne? Hahaha, ganz zum Schluss gemerkt. So, die Gasriesen ist Jupiter, Saturn, Uranus, ne? Genau. Und das andere sind dann die Eisriesen, ne? Hallo. There are 2 gas giants in our solar system. Gott, meine Beine pennen Jupiter ein hier, and ehrlich. Saturn. Ich hätte das doch teilen sollen. Enormous volume is the key feature of gas giants. Jupiter and Saturn are the largest 2 planets in the solar system. Because the gas giants are mainly composed of gases, although the volume is enormous, the density is quite low. Wir müssen gleich nur in das Quiz reingucken, ne? Wenn ich das komplett machen will. Ne? Sehe ich das richtig? Structure of gas giants. So, ja, jetzt wird das wahrscheinlich auch genau. The outermost layer of gas giants is its atmosphere, mainly composed of hydrogen and helium. Because of fast rotational speed, the gas giants are rendered slightly oval. Aha. Liquid metallic hydrogen surrounded by Metallischer molecular Wasserstoff, was nicht alle hydrogen in gibt, the bottom ne? of atmosphere. It's the Molekularer main Wasserstoff. component of Okay. gas giants. With high temperature and high pressure, Ja, das ist nicht mehr meine the Welt, core ganz ehrlich. resulted from Mit melting sowas habe ich mich auch rocks. nicht wirklich beschäftigt. Das interessiert After mich auch eigentlich exploring nicht the mehr so gas wirklich, giants, bin ich ganz let's ehrlich. go to the ice giants. Das ist nicht mehr so meine Welt. So, jetzt gehen wir zu den Ice Giants. Ich kann ja drücken, ne? Haha. So. So. Und die Eisdinger, Riesen. Hallo? Was macht er jetzt? Er dreht. Nee, er dreht nicht. Ach, die 2 waren das alles Farthest gut. from the sun, Uranus and Neptune are extremely cold. They are mainly composed of frozen Ja, die substances letzte and are Episode, die called finde ich the jetzt auch nicht so ice den Kracher, giants. muss ich sagen. Die ist ein bisschen langweilig auch. Und Let's find out what are the differences between ice giants and gas giants. The color of the ice giants is blue, mainly resulting from thick methane in the atmosphere. ja. This blue color is different from the color of seawater on Earth. Ice mantle was composed of water, ammonia, methane, and other ingredients in the bottom of a thick atmosphere. The core of the ice giants is pretty small.
Seht ihr, die Wissenschaftler spekulieren, das ist hauptsächlich. Also es sind alle Spekulationen, Leute, ja, was ich mir angucke. Die wollen mir ja einen erzählen, ich soll hier was lernen, die wissen gar nicht, ob das stimmt. We understand from the previous exploration that Earth-like planets are relatively small. Ice giants are larger, while gas giants are enormous. Jo. Let's compare all the 8 planets to one another in the solar system. First of all, let's take a look at Earth-like planets. So, jetzt kommen die größten Vergleiche. The Earth is the biggest one of the Earth-like planets. Next, add the ice giant planets to compare. Jetzt kommen die Eisriesen. Okay. Die sind dann Compared schon ein with the bisschen ice größer, ne? giants, the Earth is quite small. Wait a moment. Don't forget the gas giants. Let's add them in to compare too. So. Ja, jetzt wird's ganz klein. Ah, now you know why we call them the gas giants. Yep. Although Jupiter is such a giant, do you know how big it is compared to the Sun? So groß wie alle zusammen, würde ich jetzt schätzen. Und noch größer. Okay. So, und das hier, auf das There are basiert still Titans of tons of Space, ja? unknown objects in the vast Und, expanse aber of das the wird eines universe, Tages kommen. Und waiting dann for werde ich us euch to zeigen. discover and research. Das ist die Sonne. Und dann kommen Press the Planeten, button die to sind noch end größer wie die today's Sonne und so. Also das exploration. ist echt genial gemacht, das Ding. Also ich schwärme da schon wieder so von. Okay, das Ding hier ist auch nicht schlecht. Also ich habe schlechter in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war wahrscheinlich damals, weil ich mir direkt auf Titans of Space dieses Ding hier gekauft habe, habe dasselbe erwartet und dann war ich enttäuscht. So. Ja, wir sind durch. Wie gesagt, das Ding kostet 4,99 €. Da kann man eigentlich echt nicht meckern, Leute. Ne? Ich sag mal, da kriegt ihr, wenn man das jetzt ganz schön rechnet, 1 € pro Episode. Ja? Und ihr bekommt nochmal ein Quiz obendrauf für Umme. Ja, so erzähle ich euch das jetzt einfach. Und wir gucken da mal einmal rein in das Quiz und dann mache ich aber auch Schluss, ne? Weil mir sind echt hier die Beine eingeschlafen. So, bitte klicken Sie, bitte klicken Sie Antwort, nur für kurze Zeit, 15 Sekunden, aha, okay. Wir schauen mal. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so lange. So, anfangen, ja, ist schon klar. So, hey, das ist wie Millionär, ne? Wie viele Planeten gibt es im Sonnensystem? Jetzt zählt jetzt der Pluto mit oder nicht? Ne, dann nicht, 8. Ja. So, welches ist das größte Volumen von Gasriesen und Eisriesen? Jupiter. Ja, ich habe aufgepasst, Leute. So, was ist die Zusammensetzung der Atmosphäre des Gasriesen? Ja, jetzt habt ihr mich, ne? Ich meine, das. Ha. So, Mercury is full of craters because of lack of... Ich hab nicht... Ach, das weiß ich nicht. Hab ich nicht richtig. Wie ist das Sonnensystem? Black Hole, Comet... Was soll das denn? Hallo? Nebula? Aha. War aber ein bisschen geraten. Wie, das war's? 4. Aha, es kommt noch ein Bonusspiel. Anfangen. Dann war eine andere Musik hier. Ist doch mal was. Ja, wie anfangen? Hallo? Ich muss mir was aussuchen, oder wie? Ah, nee. Achso, ich muss da draufklicken. Okay. So, das ist ein Glücksrad, ne? Ähnlich wie ein Glücksrad. Also die Musik passt aber nicht zu, Leute, ehrlich nicht. Wow. So. Ja, und jetzt? Was habe ich denn jetzt bekommen? Ach, das sind die Sammlungen. Ah, guck mal, Leute. Jetzt gucken wir da mal kurz rein. Habe ich was bekommen? Muss ich jetzt nochmal ein Quiz machen? Jetzt muss ich da nochmal ein Quiz machen. Guckt euch das an. So, Gasigen hingehen. Aha. So. Da kann ich aber sonst nichts drücken. Verwenden Sie den Controller, um das Raumfahrzeug zu drehen. Ich kann hier nichts drehen. Ach so. Ah, Leute, das muss ich so anfassen. Also ich muss den Trigger drücken und dann kann ich das drehen. Was ich jetzt schade finde... Hallo, jetzt ist es abgestürzt. Hallo, da muss das jetzt sein. Ach, komm, ich will das nochmal weiter starten. Wo ist denn das hier? Ich guck mal, ob ich da nochmal reinkomme, Leute.
Ja, es geht weiter. Ich weiß nicht, was das ist, dass das zwischendurch abstürzt. Egal. So, ich kann das jetzt, also schade, dass das nur so ein Gerüst ist, sage ich jetzt mal, und nicht komplett so mit Texturen. Aber es ist okay. Aber ich kann es nicht ranziehen, ne, oder? Ne, das kann ich nicht. Okay, so, Rückkehr zur Lobby. Und wenn ich die anderen freischalten will, muss ich das Quiz jetzt nochmal machen, oder wie? Leute, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Komm, wir machen das noch einmal, aber dann ist auch gut. So, bitte klicken Sie Antwort. Wenn jetzt noch nicht dieselben kommen, ne? Das wäre ein bisschen doof, ne? Ja, 3, 2, 1, ja komm. Das ist also leicht billig gemacht, sage ich mal. Achso, hier sind neue. How many hours is a day? Und das weiß ich doch nicht mehr, ey. Ja. Was ist der nächste Planet von der Sonne? Ne? Das ist aber gemischt, ne? Deutsch und Englisch, ne? When can we see Mercury on Earth? Ja, irgendwann, down, und das war irgendwie mit mit oder, ne? Genau, down und das. Wer ist die erste Person, die auf dem Mond landete? Oh, Leute, jetzt kann ich mich hier voll auf den Arsch setzen, ne? Haha. So, welches Gas macht die Venus einen ernsthaften Treibhaus? Was? Welches Gas? Das sind Zahlen, Leute. Schlecht geraten. Kriege ich was? Komm, für 2 Sterne kriege ich einen Bonus hier. Versuche Hader. Also die deutsche Übersetzung ist so ein bisschen blöde, ne? Das ist ein bisschen jetzt durcheinander gewesen, Deutsch, Englisch und so. Okay, gut. Ihr müsst das Quiz öfter spielen, dann könnt ihr die ganzen Bonusdinger durch freischalten. Ich möchte das Quiz jetzt nicht so oft spielen, ihr sollt ja auch noch ein bisschen davon haben, ne? Ja, ihr sollt ja auch, ne? Okay. Gut, ja, dann haben wir alles gesehen. Das sind die 5 Geschichten. Wie gesagt, 4,99 pro Geschichte in Euro. Denkt euch das so, das Quiz gibt es oben drauf mit der Sammlung. Ja, man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich finde es echt besser wie das andere Ding. Was hat das gekostet? Ein 10er, glaube ich, auf der Quest, ne? Oder 14,99? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es auch damals zurückgegeben, weil ich fand das echt nicht so toll, dieses Starchart. Und das hier finde ich echt besser, weil ein bisschen was erklärt wird. Nach hinten raus wurden die Erklärungen weniger, muss ich sagen. Ne? Also habt ihr selber gemerkt, da war das nach hinten raus wird es ein bisschen, flacht das Ding echt ein bisschen ab, aber okay. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das irgendwann noch mal im Sale, dann weise ich euch darauf hin, aber das ist echt ein Blick wert, Leute, wirklich. Also, Planetarium kostet auch Geld, wenn ihr da hingeht. Und da habt ihr das Ding in meinem Wohnzimmer immer dabei, könnt ihr jedem zeigen. Wie gesagt, ist echt eine nette Erfahrung. Gut, jetzt muss ich aber langsam Schluss machen. Wir schlafen echt die Füße ein, ich kann nicht mehr. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mir einen Daumen da, war mal eine lehrreiche Stunde. Kann nicht immer Action sein, muss auch mal sowas sein. Auch für sowas ist VR richtig cool, ne? Nicht immer nur zocken, ihr müsst ja mal so ein bisschen weiterbilden. Ne? Ha, gut. Dann, wie gesagt, wieso habe ich denn jetzt den Controller auf der anderen Seite? Ach, weil ich gedrückt habe. So, dann, wie gesagt, lasst mir ein Däumchen, da würde mich freuen. Wenn ihr noch kein Abo habt, einfach auf die Glocke hauen. Ich teste mich so quer durch, wie ihr seht, und würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Video. Euer Toxic, und wie gesagt, ich warte auf Titans of Space und das gucken wir uns dann irgendwann auch nochmal zusammen an. Bye, bis die Tage. Ciao.